Grundsätzlich muss man sich immer wieder die Frage stellen, ob das Risiko beim automatischen Trading auch gerechtfertigt ist. Denn wie man sieht, gibt es Phasen, in denen es sehr gut funktioniert und in anderen ist es wieder schwieriger, Profite zu erzielen. Deswegen haben viele Menschen den Wunsch, dass die Ergebnisse möglichst gleichmäßig und durchweg positiv aussehen. Das Hauptproblem, das ich dabei sehe, ist, dass oft versucht wird, möglichst viele Handelspaare auszuprobieren, um herauszufinden, mit welchem Währungspaar die besten Ergebnisse erzielt werden können. Viele Trader handeln dann jedoch trotzdem mit anderen Währungspaaren. Das ist in etwa so, als würde man sich einen Jeep kaufen, um im Gelände zu fahren, und dann versuchen, damit in der Formel 1 zu gewinnen. Man muss sich also die Frage stellen, ob Stabilität wichtig ist und wie das eigene System auf Risiken reagieren soll. Denn überwiegend führt ein risikoarmes System dazu, dass man weniger potenzielle Verluste sieht. Allerdings kann man dann auch nicht erwarten, dass man riesige Gewinne erzielt. Ob ein System risikoarm oder risikoreich ist, hängt nicht nur von den Einstellungen und den Algorithmen ab, sondern auch vom Währungspaar, mit dem man gerade handelt. So ist es beispielsweise möglich, in anderen Märkten zu handeln und ebenfalls Profit zu erzielen. Dennoch bevorzuge ich den Euro-US-Dollar, denn das ist das liquideste Paar, das man erhalten kann. Die Liquidität eines Währungspaares spielt eine entscheidende Rolle, da sie die Möglichkeit erhöht, zu den gewünschten Preisen zu kaufen und zu verkaufen, ohne dass es zu großen Preisschwankungen kommt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es wichtig ist, die eigenen Handelsstrategien und Risikobereitschaften sorgfältig zu prüfen. Nur so kann man eine fundierte Entscheidung treffen, die sowohl die Stabilität als auch die potenziellen Gewinne im Blick hat. Ein durchdachtes und gut strukturiertes Trading-System kann dazu beitragen, die Risiken zu minimieren und gleichzeitig die Chancen auf profitable Trades zu maximieren.